Burgruine Reichenfels ist eine kleine mittelalterliche Höhenburg bei Hohenleuben im Landkreis Greiz in Thüringen. Die ruinösen Mauerreste dieser Spornburg und die sie umgebenden öffentlichen und privaten Gebäude bilden den Hohenleubener Ortsteil Reichenfels. Die Burg war einst Verwaltungssitz der kleinen mittelalterlichen Herrschaft Pflege Reichenfels. Sie liegt an der Reußischen Fürstenstraße. Die Burg wurde vermutlich schon im 12. Jahrhundert von den Vögten von Weida erbaut und gelangte 1356 in den Besitz der Vögte von Gera. 1550 erwarben die Burggrafen von Meißen zu Plauen die Burg und besetzten die Burgmannschaft mit Familien des vogtländischen Uradels. 1703 wurde die Burg mit allen Gebäuden von Graf Heinrich dem 24. Reuß zu Köstritz gekauft. Ab dem 18. Jahrhundert verfiel die Burg. Um 1793 gehörten zur Pflege Reichenfels die Burg Reichenfels sowie die Orte Hohenleuben, Triebes und Langenwetzendorf. Sie unterstand dem Fürstentum Reuß jüngerer Linie, Seitenlinie Reuß-Köstritz der Schleizer Linie. 1703 verkaufte Georg Wilhelm von Müffling die Burg und Herrschaft Reichenfels an Graf Heinrich den 24. von Reuß-Köstritz. Letzterer verlegte den Sitz des Amtes nach Hohenleuben. Dazu wurde das Hohenleubener Schloss errichtet. 1804 begann Fürst Heinrich der 43. Reuß zu Köstritz, in der Ruine ein neoromanisches Schloss zu errichten und die Umgebung entsprechend parkartig zu gestalten. Die Arbeiten wurden ohne wesentlichen Erfolg 1811 eingestellt. 1846 lösten die Köstritzer Fürsten auch die Gutswirtschaft auf. Der Schlossturm stürzte 1872 ein, und von 1900 bis 1903 wurden Burg und Schloss bis auf die Grundmauern abgetragen. In der Umgebung findet man auch Reste der versuchten Parkgestaltung, wie ein hierher verbrachtes sagenumwobene Steinkreuz, Heilige Kreuz genannt. Auf einer Steinschwelle innerhalb der Burg findet man ein Pentagramm eingemeißelt. Ob dies schon zur damaligen Zeit dort gewesen ist, konnte ich nicht feststellen. Kurze Erklärung des Pentagramms: Ein Pentagramm ist ein fünfzackiger Stern, der durch das Verbinden der Spitzen eines Fünfecks entsteht und als mathematisches Symbol der goldene Schnitt, Schutz, Harmonie und der Elemente dient. Seine Bedeutung variiert stark. Für die frühen Christen repräsentierte es die Wunden Christi, während es heute oft mit Esoterik und Satanismus in Verbindung gebracht wird. Die Ausrichtung des Pentagramms mit der Spitze nach oben oder unten beeinflusst seine symbolische Deutung, wobei der Drudenfuß die umgekehrte Version darstellt.
Um die Anlage der Öffentlichkeit für kulturelle und touristische Zwecke zur Verfügung zu stellen, wurden seit 1955 Instandsetzungsarbeiten ausgeführt. Im hofartigen Vorgelände befindet sich das vom Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuden geschaffene Heimatmuseum. Im Museum wird auch die Geschichte der Burg, zum Teil anhand von Funden dargestellt. Eine Dauerausstellung zu Georg Kresse wurde um 1999 eingerichtet. Erhebliche Teile der Fundeausstellung können als Museum im Museum angesehen werden, da sie in historischen Vitrinen im Ursprungszustand den Besuchern präsentiert werden. Im Museumsgebäude befindet sich auch das Kresse-Archiv. Das Archiv enthält auch Literatur zur Geschichte des Vogtlandes und der ehemaligen reußischen Fürstentümer. Die kleine Burg besteht faktisch nur aus einer Kernburg, die durch einen tiefen und breiten Ringgraben vom Vorgelände getrennt wird. Über den Ringgraben führt heute eine durchgehende Steinbrücke. Am Burgtor sind aber Spuren zum Heben einer Zugbrücke erkennbar. Die Kernburg wurde mit einer polygonalen Ringmauer umgeben und durch einen Bergfried gesichert. In einer DDR-Fernsehserie, die das Leben des Volkshelden und Bauerngenerals Georg Kresse, den man als Robin Hood des Vogtlandes ansehen kann, spielte sich auch in und um die Pflege Reichenfels ab. Ein direkter Zusammenhang von Georg Kresse und Burg Reichenfels ist aber nicht belegt.